Dein Fahrzeug macht beim Lastwechsel extreme Geräusche bzw. es gibt spürbare Schläge. Dann ist bei dir vielleicht hier das Getriebestützlager defekt. Dieses Stützlager soll genau solche Schläge beim Lastwechsel aufnehmen. Gerade bei quer eingebauten Motoren hat man das ganz stark, dass bei Lastwechsel, bei Schaltvorgängen beispielsweise, der Motor samt Getriebe ins Schwingen kommt und richtig Schläge von sich gibt. Und wie ihr seht, haben wir hier an diesem Stützlager hier eine Gummilagerung. Die sorgt dafür, dass die Schaltvorgänge und Lastwechsel hier sehr weich abgefedert werden. Und wie wir das Teil tauschen, das zeige ich euch heute. Willkommen bei ATP Autoteile, let's go! Hier in dem Fahrzeug kann ich das auch ganz schön demonstrieren. Wir haben rechts und links eine Aufhängung, einmal am Getriebe, einmal am Motor, wo der Motor quasi samt Getriebe aufgehangen ist. Und dann haben wir hier das besagte Stützlager. Ihr seht, das ist einmal am Getriebe befestigt und einmal hier an der Achse. Und das soll diese Schläge wegnehmen. Wenn ich jetzt hier ganz leicht am Motor wackele, sieht man, dass sich das Ganze schon bewegt. Und das sollte nicht so sein, gerade wenn ich hier leicht von Hand das Ganze teste. Das heißt, das Lager ist definitiv alt und defekt und muss ausgetauscht werden. Und das ist eigentlich relativ einfach. Bei 99% der Fahrzeuge ist das auf jeden Fall so. Es gibt teilweise welche von VW, wo dieses Stützlager in die Achse eingepresst ist. Da braucht man Spezialwerkzeuge. Aber wie gesagt, bei 99% der Fälle ist das nicht so. Da könnt ihr das Lager einzeln tauschen. Hier sind es beispielsweise sogar nur 2 Schrauben, die wir lösen müssen. Einmal diese hier, die das Lager an der Achse fixiert, genauso wie hier diese, die das Ganze am Getriebe fixiert. Diese beiden Schrauben einfach lösen und komplett herausdrehen. Die war gut zu, die Schraube hier. Wenn die draußen sind, ist das Ganze schön lose und kann hier ganz einfach rausgezogen werden. So, da haben wir das gute Stück und ja, man kann ganz gut erkennen, wie das Ganze hier stark beschädigt ist, wie das Gummi gerissen ist. Das heißt, dieses Stützlager hat kaum noch eine Funktion und muss dringend ausgetauscht werden. Das hat man hier auch echt ganz stark gemerkt beim Fahren. Das Neue in umgekehrter Reihenfolge einfach einsetzen. Also quasi hier einfach wieder einsetzen und den Motor etwas Vorspannung geben. Dann rutscht das Ganze hier rein. Und dann das Ganze schon mal hier in Position bringen. Flachschraubendreher ist immer eine ganz gute Hilfe. Dann kann die erste Schraube hier schon eingesetzt werden. Und bevor wir die festziehen, setzen wir hier vorne noch die zweite ein. Auch schon mal vordrehen. Und jetzt muss das Ganze nur noch angezogen werden. So, soweit ist das Teil jetzt schon ausgetauscht und jetzt können wir hier einen ersten Test machen und ihr seht, wir haben klar noch Spiel drin, ist ja ein Gummilager, aber bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es war. Also Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Die Teile gibt es natürlich bei uns im ATP-Shop, genauso wie alle Werkzeuge, die wir in den Videos immer verwenden. Lad dir am besten die ATP Autoteile-App dafür herunter. Dort kannst du dein Fahrzeug direkt in der Garage anlegen. Falls irgendwelche Fragen hier zu diesem Thema sind, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage ciao, euer Dennis von ATP.